Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch ein Rezept für ein klassisches Spritzgebäck mit Haselnüssen. Für das Spritzgebäck nehme ich 125 Gramm ganze Haselnüsse und male sie in der Küchenmaschine möglichst fein. Statt Haselnüssen könnt ihr natürlich auch Mandeln verwenden. Die gemahlenen Haselnüsse gebe ich schon mal in eine Rührschüssel und dann nehme ich noch 125 Gramm feinen Zucker, 125 Gramm Butter, eine Prise Salz und 2 Eigelbe. Alternativ könnt ihr aber auch ein ganzes Ei nehmen. Die Eiweiße friere ich ein und verwende sie zum Beispiel für Zimtsterne, Makronen oder Baiser. Jetzt kommt noch ein Teelöffel von meiner selbstgemachten Vanillepaste hinzu. Stattdessen könnt ihr aber auch ein Päckchen Vanillinzucker nehmen. Zum Schluss gebe ich noch den Abrieb von einer Orange und 200 Gramm Mehl hinzu und mische die Zutaten gründlich durch. Wenn der Keksteig jetzt noch zu bröselig ist, könnt ihr noch 3 bis 4 Esslöffel Schlagsahne oder Milch unterrühren. Den Teig stelle ich nun zum Festwerden 30 bis 60 Minuten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit baue ich schon mal den Fleischwolf auf. Ich nehme hier den Spritzgebäckvorsatz meiner Bosch Mann, aber am Ende des Videos zeige ich euch noch 2 weitere Möglichkeiten. Den Backofen heize ich auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vor. Jetzt fülle ich den Plätzchenteig in den Fleischwolf und presse ihn durch den Spritzgebäckvorsatz. Sobald der Teig die gewünschte Länge erreicht hat, breche ich ihn ab und lege den Keks auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Die Plätzchen backe ich im vorgeheizten Backofen ungefähr 10 bis 12 Minuten goldbraun. Wenn das Spritzgebäck vollständig abgekühlt ist, bereite ich die Schokolade für die Deko vor. Hierfür hacke ich 50 Gramm Schokolade fein und teile sie grob in 2/3 und 1/3 auf. Zwei Drittel der Schokolade gebe ich in eine kleine Glasschüssel.
Die Schüssel stelle ich in ein heißes Wasserbad, gebe noch einen Viertel Teelöffel Kokosöl hinzu und bringe die Schokolade unter ständigem Rühren zum Schmelzen. Sobald die Schokolade geschmolzen ist, nehme ich die Schüssel aus dem Wasserbad heraus, füge das restliche Drittel Schokolade hinzu und rühre die Schokolade so lange, bis sie vollständig geschmolzen ist. Die geschmolzene Schokolade trage ich nun mit einem Pinsel auf jeweils ein Ende des Spritzgebäcks auf und lasse sie auf einem Gitter aushärten. Ich wünsche allen, die dieses Rezept ausprobieren, viel Spaß beim Nachbacken und freue mich schon sehr auf eure Kommentare. Zum Schluss zeige ich euch noch die Zubereitung des Spritzgebäcks mit einem handbetriebenen Fleischwolf. Das funktioniert genauso gut wie mit der Küchenmaschine, es hilft aber sehr, wenn man einen Helfer zum Kurbeln hat. Wenn ihr weder einen Spritzgebäckvorsatz noch einen entsprechenden Fleischwolf habt, dann könnt ihr zum Formen des Spritzgebäcks hilfsweise auch eine Sterntülle verwenden. Die Sterntülle fülle ich bis zum Rand mit dem Keksteig auf und dann kann man den Teig entweder mit dem Daumen oder mit dem Stiel eines Kochlöffels durch die Spritztülle hindurchpressen. Wenn man den Teig dabei immer wieder vom Rand der Spritztülle zur Mitte hinschiebt, kann man sogar recht lange Stränge machen und daraus zum Beispiel Buchstaben formen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!